Ja, hallo und herzlich willkommen zum ersten Video 2022. Ich hoffe, ihr seid alle wunderbar in das neue Jahr gestartet, habt eine schöne Weihnachtszeit verbracht. Ich habe mir ein bisschen Pause gegönnt, habe ein paar andere Sachen machen müssen. Ja, und heute geht es mit dem ersten Video wieder los. Um was geht es in dem heutigen Video? Im heutigen Video geht es in der Hauptsache um den linken Kettenspanner an der R1150. Nur der linke Kettenspanner heute. Der rechte ist erstmal so außen vor. Geht es nur um den linken. Und dann habe ich über die Weihnachtszeit Post bekommen. Verschiedene Sachen, zwei verschiedene Dinge. Da will ich heute ein bisschen was kurz zu sagen. So, und wenn das dich interessiert, dann bleibst einfach dran. Nach dem Intro geht's los. So, was habe ich eigentlich bekommen? Ich habe bestellt bei Amazon und da über die Firma Time to Ride fangen wir andersrum an. Wenn ich unterwegs bin mit dem Motorrad, egal, hat mich das schon oft gestört auf langen Strecken, dass ich die ganze Zeit den Gasgriff drehen muss. Ja, weil das einfach ein bisschen nervig ist. Und ich habe dann schon vor längerem mal geguckt nach einer Art Tempomat für Motorräder. Und da gibt es für die DS gibt es eine Art Tempomat, wenn man so will, der anstelle des rechten Lenkerendengewichtes eingebaut wird. Und da ist so ein kleines Drehrad dran, was man zudreht, und dann wird im Prinzip da der Gasgriff blockiert. Das war mir allerdings zu teuer, weil irgendwas um die 100 € wollte ich nicht ausgeben. Und dann habe ich nach einer Alternative gesucht. Es gibt da die unterschiedlichsten Macharten, was man so alles bekommt für die unterschiedlichen Preise. Ich habe mich letztendlich aber für den Cruisy entschieden. Und zwar nennt der sich Cruisy Evo. Kann ich euch mal zeigen. Cruisy Evo. Das ist so ein Gasgriff-Tempomat. So sieht es aus. Kriegen wir das scharf hier? Ist immer noch das gleiche Problem wie vorher. So sieht es aus. Das ist aus Kunststoff. Beschriftung drauf haben wir gesehen. Cruisy Evo 2. Den habe ich mir bestellt, und der soll dafür sorgen, dass der wird also auf dem Gasgriff rechts an der schmälsten Stelle des Griffs, also Richtung Bremspumpe, montiert. Und sehen wir aber gleich, machen wir jetzt gleich. Und den kann man auf dem mitgelieferten Silikonring, das ist hier so ein Silikonring, kann man den verdrehen. Und der stützt sich dann hier im Prinzip ab auf dem Bremshebel. Und damit arretiert er letztendlich den Gasgriff in seiner Position. Anmerkung gleich am Rande: Das ist in der Straßenverkehrsordnung nicht zugelassen. Also man benutzt es natürlich nur, wenn man auf einem abgesperrten Gelände fährt oder irgendwo im Ausland, keine Ahnung, da kann man das benutzen. In Deutschland ist das nicht erlaubt. Diesen Cruisy Evo 2, den gibt es in zwei verschiedenen Größen, so wie ich das jetzt rausbekommen habe. Und zwar einmal, wie ich ihn hier habe, in der Größe 27 bis 32,9 mm Gasgriff-Durchmesser. Und dann gibt es den noch in der Größe 33 bis 38 mm. So.
Und ich habe gemessen, der Original-Gasgriff von BMW, also das Gummi, hat ein Maß von 31,3 mm. Jetzt ist es natürlich noch, wo ich mir die Frage stelle, wenn ich jetzt diesen Silikonring über den Gasgriff ziehe, dann wird er ja noch mal etwas dicker. Aber dann vermute ich, sind wir trotzdem noch in dem Maß, dass es passt, dass man zumindest für die GS mit den originalen Griffen den 27 bis 32,9er bestellen kann. Das Problem ist nämlich, dass man den hier etwas aufweiten muss und ihn dann eben über den Griff drüber schieben muss. Also nicht von außen drauf, sondern aufweiten und drüber schieben. Steht aber auch in der Bedienungsanleitung, die da dabei ist. Ist ganz gut gemacht. Ist genau detailliert beschrieben, wie das funktioniert und auch der Haftungsausschluss und so weiter und so fort. Meine Bedenken waren so ein bisschen, hier oben ist ja dieser Punkt, wenn man das auseinanderzieht, dass das eventuell, wenn man das zu weit auseinanderzieht, dass das eventuell brechen kann. Ich habe das aber bei meiner schon mal probiert, ist nicht gebrochen, man sieht es ja. 33 wäre wieder ein bisschen zu groß, weil der Hersteller sagt ja für Griffdurchmesser von bis, nicht für Griffdurchmesser von bis inklusive Silikonring, sondern für Griffdurchmesser. Und in dem Maß sind wir bei der GS und genau das werden wir jetzt mal am lebenden Objekt testen. Bis gleich. Das gilt jetzt eben nur für die GS mit den äußeren, mit den Handschonern dran. Machen wir hier außen einfach die Schraube raus, drücken den dann ein bisschen zur Seite. Dann können wir das Lenkerendengewicht hier rausnehmen. Und dann machen wir das so, wie das in der Bedienungsanleitung beschrieben ist. Wir nehmen den Silikonring an die innerste Stelle, also an die dünnste Stelle. Ich denke, das muss man dann noch ein bisschen variieren, wenn man damit unterwegs ist. Also den Silikonring hier drüber. Jetzt können wir noch mal messen mit dem Silikonring. Ohne die Leere jetzt komplett zusammenzudrehen, haben wir jetzt hier 35. Jetzt bin ich mal gespannt. So, und dann nimmt man den so und zieht den hier auseinander. Das ist ein bisschen fummelig. Wenn er jetzt auseinanderbricht, habe ich den falschen, aber tut er nicht. Okay, gut. So, wenn wir hier im Spiegel vorbei, können wir außen schon wieder zusammenbauen. So, was hat es jetzt für einen Nutzen? Wenn wir also jetzt mit dem, ich versuche das mal zu zeigen von unten, wenn ich also jetzt Gas gebe beim Fahren, ja, ich gebe also jetzt hier Gas, dann drücke ich den mit dem Daumen nach unten, so, und dann hält dieser Cruisi den Gasgriff in der Position und stützt sich hier am Bremsgriff ab. So, und wenn ich das jetzt nicht mehr möchte, dann kann ich einfach von unten nach oben drücken und der Gasgriff geht wieder los. Ich finde das wirklich keine schlechte Sache, weil du hast hier nichts, was du irgendwie einstellen musst. Ja? Okay, er tut jetzt hier mit den Originalspiegeln noch ein bisschen hakeln, aber gut, das ist jetzt, finde ich jetzt nicht so dramatisch. Also Gas geben und dann mit dem Daumen nach vorne drücken und dann stützt er sich ab und bleibt in der Position. Ich kann aber auch ohne Probleme, wenn ich den jetzt hier zum Beispiel beim Gas geben anlege, kann ich jetzt rein, ohne was zu tun, wieder das Gas zurückdrehen. Finde ich nicht schlecht, weil keine Schrauben, gar nichts, einfach nur ein Teil und relativ schnell abgezogen. Man kann den Gummiring auch sauber machen, wenn der nicht mehr heben sollte, weil der irgendwie zu schmierig oder zu glitschig ist, kann man den auch schön sauber machen, alles und wieder drüber machen. Ist gar kein Problem. Ein Nachteil ist halt, dass man hier alles aufschrauben muss, um das abzumachen, aber gut, das ist jetzt nicht so dramatisch. Ja, habt ihr gesehen? Für mich Daumen hoch.
finde ich optimal. Ich bin natürlich damit noch nicht gefahren jetzt, ganz klar. Aber sobald es wieder losgeht, Saison steht ja vor der Tür, mache ich vielleicht einen Motovlog und dann berichte ich mal darüber und zeige mal, wie das funktioniert. Ich verlinke euch beide unten in der Videobeschreibung, also beide Größen, 27 bis 32,9 und 33 bis 38. Aber ihr habt gesehen, dass das jetzt funktioniert, auch mit dem Griffdurchmesser beim GS oder bei der 1150er. Das sind ja, glaube ich, die gleichen Griffe überall. Egal, ob du jetzt eine RT, eine S oder sonst was hast. Also wenn du Originalgriffe dran hast, dieses Maß. So, was haben wir weiter? Weiter haben wir etwas für den besseren Motorlauf. Und zwar den Synchrotester von Twinmax oder den Twinmax von Mototravel. Keine Ahnung. Das ist ein Synchrotester, der elektronisch testet. Ich will da gar nicht so groß drauf eingehen jetzt. So sieht das Gerät aus. Kann man sehen? Ja, kann man sehen. Schön, toll. Verschiedene Einstellmöglichkeiten. Mit Schläuche dabei, mit Adaptern dabei, mit Adaptern für die Chinesen und so weiter und so fort. Und auch eine eine Batterie, eine 9-Volt Batterie und eine ausführliche Bedienungsanleitung, die ist natürlich wie immer, oder was heißt wie immer, die ist natürlich auch dabei. Ja, darum soll es heute gar nicht gehen. Wollte ich euch nur mal zeigen und darauf hinweisen, dass ich demnächst ein Video zu der Synchronisierung von dem Boxermotor mache. Und da kommt genau dieses Gerät zum Einsatz. Und dann will ich mal gucken, wie das wirklich funktioniert, ob das gut funktioniert. Und das dann, ich hatte mal ein Video gemacht über die Kraftmeier Synchronisierungsuhren, kann ich euch hier oben verlinken. Wie genau die sind, da hatte ich damals ein Montagevideo oder ein Zusammenbauanleitungsvideo gemacht, aber noch nicht getestet. Die habe ich überhaupt noch gar nicht im Einsatz gehabt. Und den Vergleich dazu. Schauen wir mal. Das dazu, Video kommt demnächst. Und wie immer findet ihr die kommenden Videos in meiner Kanalinfo. Da könnt ihr sehen, was demnächst kommt. Und das wird eines der nächsten Videos. Okay. Mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen zu diesen Themen. Wir starten direkt mit dem Video heute. Und zwar Kettenspanner links bei der R1150. Bis gleich. Kettenspanner links. Was gibt es da eigentlich für ein Problem? Und zwar war es zu Anfang so, dass man einen Kettenspanner, also wir haben auf beiden Seiten einen Kettenspanner. Der rechte Kettenspanner ist erstmal uninteressant. Der rechte Kettenspanner sitzt unterhalb vom Zylinder und der linke Kettenspanner sitzt oberhalb am Zylinder, also zwischen Zylinder und Motorblock. Und da hat man also Kettenspanner eingesetzt, die mit einer Feder auch waren. Und die waren eben von der Machart so, dass die, wenn man das Motorrad abgestellt hat, leer gelaufen sind. Das heißt, das Öl, die werden ja mit Öldruck beaufschlagt und so spannen sie letztendlich die Steuerkette, also die Verbindung zwischen Kurbelwelle oder Ausgleichswelle, wenn man das so sagen will, und Nockenwelle. Die sind also leer gelaufen und was war die Folge? Die Folge war, dass die eben gerade beim Start angefangen haben zu schlagen. Das heißt, es war nicht sofort der komplette Druck da, der musste also erst gefüllt werden und hat dann eben Druck gehabt und konnte die Kette ordnungsgemäß spannen. Wenn der Öldruck eben fehlt, dann wird die Kette nicht sofort gespannt und die Kette fängt an zu schlagen. Das ist dann eben ein klackerndes Geräusch. Bei manchen, wenn es sehr heiß ist zum Beispiel und das Öl sehr dünnflüssig war oder ist, dann
gab es auch Probleme irgendwie, dass dann das Öl zu schnell abgeflossen ist und. Und man hat dann eine Änderung gemacht, einen anderen Kettenspanner. So, und wenn man den Kettenspanner alt gegen neu tauscht, braucht man zwei Dinge. Einmal die Schraube mit der Führung. Und da oben, das kann ich euch mal zeigen, wenn wir das sehen, da oben genau, da ist eine Ölbohrung drin, oder eine Bohrung für den Ölfluss. Diese Schraube braucht man, das ist gleichzeitig die Führung, und man braucht den neuen Kolben. Ja, so sieht er aus. Das wird dann ineinander gesteckt und da gibt es dann auch wieder einen Federdruck. Aber die Feder ist innen drin hier direkt, vielleicht kann man das sehen, na, ist hier unten direkt drin. So, und der läuft oder soll nicht nicht leer laufen, und da soll es eben das Problem mit der schlagenden Steuerkette nicht geben. So. Und genau den auf der rechten Seite bleibt der, wie er war. Also da gibt es keinen Ersatz. Das ist also das Teil wie früher. Gab es auch eigentlich keine Probleme. Nur eben auf der linken Seite. Und wie der ausgebaut wird, der alte ausgebaut wird und der neue eingebaut wird, das sehen wir jetzt in dem Video. Und da starten wir gleich am Fahrzeug. Natürlich, bevor ich das vergesse, die Originalteilenummern, also ich habe das direkt beim BMW-Händler gekauft, nicht im Internet bestellt. Die Teilenummern dafür, für die Schraube, für den Kolben und für die Scheibe, für die also für die Dichtscheibe. Das ist eine solche Scheibe. Auch wieder Messing oder nicht Messing, Kupfer oder Aluminium. Das schreibe ich euch unten in die Videobeschreibung rein. Dann kommen wir dazu, kurz noch, was wir brauchen. Wir brauchen, wo fangen wir an? Wir brauchen Silikonspray, und zwar um den Ansaugtrakt aus dem Luftfiltergehäuse besser rauszubekommen. Das kann man entweder mit einem Ölspray, ich nehme dafür eben ein Silikonspray, weil es das Kunststoff einfach nicht angreift. Kann man das nehmen, also Silikonspray. Dann haben wir wie immer Handschuhe, die wir da nehmen können, muss man natürlich nicht. Apropos Handschuhe, ich bin mehrfach angesprochen worden, welche Handschuhe ich benutze, weil das sind so Handschuhe, die haben so Noppen. Und die sind Benzin-, Diesel- und Ölresistent, und das sind von der Firma Nitras. Ein bisschen schwierig zu finden, ich kann euch das mal hier zeigen. Das sind diese Handschuhe, Nitras 8330. Ist ein bisschen schwierig, die zu finden im Internet. Ich finde die auch nicht immer, ich habe die auch nicht im Internet gekauft, sondern bei uns hier bei einem Händler. Ich finde die ganz gut. Die sind sehr, sehr stabil, und ja, damit ist die Frage eigentlich, wo ich die her habe und was für Handschuhe das sind, geklärt. Also Handschuhe brauchen wir wieder ein paar Lappen, wie immer. Für die Schellen zu öffnen am Ansaugtrakt, also am Zylinder, an der Drosselklappe und hinten an dem Kasten vom Luftfilter, ein Schraubendreher oder eben eine Nuss mit einer kleinen Rätsch, geht auch natürlich. Dann brauchen wir für die neue Schraube eine 15er Schlüsselweite, die unterscheiden sich nämlich. 15er Schlüsselweite, und ich meine, ich bin mir jetzt aber nicht genau sicher, für die alte Schraube 17. Und was eigentlich noch wichtig ist, ist so ein Magnetteil, denn wenn ihr den alten ausbaut, das hier oberhalb schraubt ihr die Schraube raus, nimmt die Schraube mit Scheibe ab, und dann bleibt der Kolben im Zylinder. Und um den rauszubekommen, den alten da rauszubekommen, brauchen wir so ein Teil, ich weiß nicht, wie man die nennt, so ein Magnetfischer oder so. Und zwar einer, der vorne sehr, sehr, sehr
gut zu biegen ist und sehr knapp ist. Also der von HZ zum Beispiel, der hat vorne einen sehr langen Kopf. Den kann man dann nur schlecht biegen und dieser hier, der lässt sich relativ gut biegen und dann kommt man da rein und kann im Prinzip das rausfischen. Das sind eigentlich so die Sachen und eventuell ein Drehmomentschlüssel, um die Schraube später anzuziehen. Das war's dazu. Wir gehen ans Fahrzeug und fangen an zu schrauben. So, wir haben hier unten 2 Kabelbinder. Die machen wir auf. Das ist einmal die Leitung zu dem Potti und die andere Leitung geht hier zu der Zündspule, damit wir diese ganze Einheit eben zur Seite legen können und nicht auch die Zündspule rausmachen müssen. So, dann machen wir hier auf. Und diese Schelle ebenfalls. So, dann machen wir hier ein bisschen sauber, dass wir hier den Dreck nicht mit reinschieben. Und dann können wir genau hier, dafür hatte ich vorhin das Silikonspray angedacht. Dann könnt ihr das nämlich einfach relativ leicht hier zurücklegen, wenn hier ein bisschen Schmiere drin ist. Und dann passt das schon. So, stopfen wir uns hier was rein, was wir später nicht vergessen dürfen. Und dann haben wir hier unten noch eine Schelle, die wir auch öffnen. Ja, die wir auch öffnen. Hier unterhalb ist noch eine Schraube. Müssen wir mal gucken, ob wir die lassen können. Na, die können wir so lassen. So. Das ist halt wirklich ziemlich eng. Jetzt hole ich mir noch ein paar Kabelbinder, dass ich das Teil zurückziehen kann hier und dann geht es weiter. So, dann habe ich mir da hinten einen Kabelbinder durchgefummelt. Mal gucken, wo wir den geschicktesten festmachen. Da muss man halt ein bisschen aufpassen. Hier, das ist eine Kunststoffleitung und der Gaszug und die ganzen Stromleitungen. Dann gehen wir hier durch. So, ich hoffe, man kann das einigermaßen im Bild sehen. Hier vorne habe ich mir auch ein Papier reingemacht, damit da nichts reinfällt. Und das da hinten ist der alte Kettenspanner. Und der hat die Schlüsselweite 17. So, jetzt wollen wir mal gucken, ob wir den so lose kriegen. Ja, kriegen wir. Und das ist wirklich ein bisschen blöd gemacht. So, ich schraube den jetzt mal raus und dann sehen wir uns gleich wieder. 25 Minuten später. Mein lieber Mann, ich kann euch sagen, also der Platz zwischen dem Motorgehäuse hier und der Schwinge ist sehr, sehr gering. So, das ist die Schraube. Und bei der alten Version ist eben im Prinzip hier die Feder drin, die dann unten in den Kolben drückt, der jetzt noch da hinten drin ist. Das Problem ist, die Schwingenlagerung, das ist hier oben, also dieses Teil. Und der Teil, der von der Lagerung nach vorne geht, der ist unten drin etwas hohl. Also der hat da eine Ausbuchtung. Das heißt, wenn ihr die Schraube
rausdreht, bekommt er die so nicht raus. Also aus dem Loch und so direkt raus. Das geht nicht. Da ist die Lagerung im Weg. Das heißt, die Schraube muss nach hinten oben, aber Richtung Außenseite gedrückt werden. Und dann entsteht, ich habe das nicht aufgenommen, weil das wirklich eine Fuddelarbeit ist, und dann entsteht zwischen hier unten drin, diesem Grund, wo die sitzt, und der Schraube ein Spalt, an der man die dann rausnehmen kann. Das Problem ist, dass die Feder, sieht man ja, wenn sie in der Schraube drin ist, hier gute 1,5 cm rausguckt. Und wenn sie in dem Kolben drin wäre, würde sie genauso 1,5 cm rausgucken. Das heißt, die Feder befindet sich im Prinzip genauso wie jetzt hier zu sehen. Und man kann dann versuchen, mit dem Schraubendreher die Feder nach oben zu drücken. So habe ich das versucht. Nach oben zu drücken, das geht natürlich nicht. Nach unten drücken geht natürlich auch nicht. Aber wenn die Schraube dann so schräg drin sitzt, kann man die Schraube nach vorne ziehen und die Feder rutscht mit raus. Das tut sie. Und dann fällt einem diese Feder entgegen und die Schraube. So, das heißt also, Schraube, ich erkläre das nochmal, weil man das sowieso nicht gesehen hätte. Schraube rausdrehen, die sitzt dann ungefähr so in der Position. Und dann die Schraube nach vorne links in die Aussparung hier unten unterhalb von der Schwinge rein. Und dann habt ihr unten einen Spalt und dann könnt ihr die Feder bzw. die Schraube nach vorne wegziehen und dann kommt auch die Feder mit raus. Bei dem neuen habt ihr das Problem nicht mehr, weil man dort ja auf diese lange Feder verzichtet hat. Gott sei Dank. So, jetzt kommt mein Magnetteil zum Einsatz, dass wir hier vorne schön biegen können. Und dann holen wir uns hier den Kolben raus. Und dann zeige ich euch das mal. Der hat hier natürlich schon Verschleißerscheinungen, ist klar. Aber okay. Das Prinzip ist dann folgendes. Der Kolben hat hier eine Nut. Die Schraube hat keine Nut. So, und so drückt der Kolben unten auf die Kette. Und der Öldruck, der wird hier eingegeben und drückt im Prinzip zusätzlich zu der Feder den Kolben nach außen mittels Öldruck. So, und über die Nut kann natürlich später, wenn der so eingebaut ist und die Öffnung hier oben, das komplette Öl eigentlich bis auf den Teil, der hier in dem Kolben drin steht, ja, rauslaufen. Und das ist bei dem neuen nicht mehr so. So, da gucken wir mal da mit der Kamera rein. Ich blende euch das mal ein. Da haben wir die Bohrung. Und dann ist das Gewinde da. Und da unten ist die Kettenschiene, also die Schiene, wo der Spanner drauf sitzt. Das ist immer ein bisschen schlecht, aber ja, gut. Da sitzt der Kolben drin. Und hier oben ist halt das Problem, das ist die Schwinge von unten. Und da ist die Aussparung, in die im Prinzip der Schraubenkopf reingehen muss. Und dass man das rausbekommt. So, zur Schraube selbst, beziehungsweise zum Kettenspanner selbst, kann man Folgendes sagen. Ich versuche das hier mal zu zeigen. Das sieht man hier schon im Bild. Das ist der neue und das ist der alte. Der neue unterscheidet sich in der Länge. Also der untere Schaft hier ist bei dem neuen etwas kürzer
aber in der Gesamtlänge sind sie dann letztendlich wieder gleich. Bohrung ist auch an der gleichen Stelle, und wenn ihr unterscheiden wollt, ob ihr den neuen oder den alten schon drin habt, falls ihr das nicht wisst, der alte hat eine 17er Schlüsselweite, großer Schraubenkopf, und der neue hat einen 15er Schraubenkopf. So kann man die von außen unterscheiden, weil es macht keinen Sinn, wenn man den neuen schon drin hat, den neuen wieder einzusetzen. So, ich habe jetzt hier oben in den neuen Kolben Motoröl eingefüllt und mache den auch außen gleich mal ein bisschen ölfeucht. Und dann setzen wir den da ein. Und dann vergessen wir die neue Scheibe nicht. Machen wir da ein bisschen Öl dran, dass die Scheibe da oben haftet. So, dann wollen wir jetzt mal gucken. So, also alter raus, ungefähr 20 Minuten Arbeit, neuer rein, 5 Minuten, 2 Minuten. Also. So, und dann können wir das Ganze ein bisschen mit Öl benetzt, und dann drücke ich das Ganze jetzt runter und schraube den zu. Dichtung nicht vergessen, und dann sind wir da eigentlich schon mit dem Kettenspanner fertig. Wenn ihr die Schraube einsetzt, habt ihr natürlich das Problem, dass die Feder den ersten Mal nach außen drückt, ne? Das heißt, ich bin jetzt hier hingegangen und habe den mit dem Schraubendreher nach unten gedrückt und dann erstmal mit der Hand gedreht. Vorsichtig, damit man den Gewindegang auch bekommt. Und dann mit dem 15er Schlüssel. Das dauert natürlich eine ganze Weile, bis man den da reingedreht hat. Aber es geht. Also beim Anfang ein bisschen Gegendruck mit dem Schraubendreher machen und dann mit der Hand die ersten 1, 2 Gewindegänge eindrehen. Und der Rest geht dann mit dem Schlüssel. Also, die Schraube bekommt normalerweise 32 Newtonmeter. Aber da jetzt auch noch mit dem Drehmomentschlüssel dran zu kommen, ist schier unmöglich. Deswegen mache ich die handfest, also so fest ich sie bekomme, nach Gefühl, und dann ist gut. So, und jetzt können wir das Ganze retour machen. Beim Zusammenbau darauf achten, der Ansaugstutzen hier am Zylinder, der hat oben eine Kerbe, in der die Drosselklappeneinheit sitzt. Da muss die auch wieder rein. Vorher kontrollieren, dass euch nichts in den Zylinder reingefallen ist, beziehungsweise vor die Ventile. Und da ein bisschen. So, dann machen wir erst die Schelle vorne fest. Das Maß passt. Und hier hinten haben wir keine Arretierung. Hier drehen wir das so, dass das spannungsfrei sitzt.
zu guter Letzt die hintere Schelle. So. Müsst ihr schauen, dass der Gaszug wieder in seiner Führung sitzt und dass alles so zu ist, wie es sein soll. Ja, liebe Freunde, das war es eigentlich schon zum Kettenspanner links an der R1150. Das ist bei den Vierventilern und glaube ich auch bei den Zweiventiler-Motoren die gleiche Variation. Was man oder was empfehlenswert wäre für diese Arbeit, ist eine zweite Person, die das Vorderrad belastet, also während das Fahrzeug auf dem Hauptständer steht, damit, wenn das Vorderrad belastet ist, damit die Schwinge vorne, ja, ein bisschen nach oben kommt. Dann habt ihr ein bisschen mehr Platz, also das ist nur so ein paar Millimeter, für die Schraube rauszumachen. Ich habe mir da beholfen, indem ich unter die Schwinge vorne den Heber gestellt habe, mit einer Verbindung unterhalb vom Stoßdämpfer und das eben ein paar Millimeter, so 5, 6, 7 Millimeter nach oben, es mag auch ein Zentimeter gewesen sein, nach oben gedrückt und dann hatte ich ein bisschen mehr Platz, um das rauszubekommen. Am Ende, hatte ich vorhin schon gesagt, muss man so ein bisschen hebeln, dass Feder und Schraube zur gleichen Zeit dann da rauskommen. Da kann auch eigentlich nichts passieren. Ihr müsst nur am Ende schauen, dass ihr die Scheibe im Ganzen und natürlich auch die Feder im Ganzen vorliegen habt. Nicht, dass euch da irgendwas abgebrochen ist oder dass das schon abgebrochen war und da irgendwas in den Motor gefallen ist. Das sollte natürlich nicht sein. Ansonsten gibt es eigentlich nicht mehr viel zu sagen. Ich hatte das schon gesagt, mit den unterschiedlichen Schraubenköpfen. 17er Schlüsselweite ist alte Version, 15er Schlüsselweite ist die neue Version. Ja, die rechte Seite, das hatte ich ja vorhin schon erwähnt, die rechte Seite der Kettenspanner ist nach wie vor die gleiche Version. Da hat sich also nichts geändert. Da gibt es auch eigentlich keine Probleme, bis auf eventuellen Verschleiß, den man prüfen könnte. Aber da, glaube ich, muss man sich unter 100.000 Kilometer keine nennenswerten Gedanken machen. Ich habe den nicht rausgebaut, ich hätte euch den auch zeigen können, aber um den rauszubekommen, müsst ihr den Krümmer wegbauen auf der linken Seite und auch den auf der rechten Seite, weil ihr das sonst nicht so gut auseinander bekommt. Auf der rechten Seite und den auch auf der linken Seite so rum. Und dann könnt ihr den einfach nach unten rausschrauben. Aber wie gesagt, der macht eigentlich keine Probleme, weil der die ganze Zeit im Öl sitzt, der läuft nicht leer und der hat immer sofort auch Öldruck. Aufgebaut ist der auf der rechten Seite genauso wie der hier auf der linken Seite, der alte, auch mit einer Feder, einem Kolben und einer Schraube. Das ist das gleiche Prinzip. Nur von der Form her etwas anders. Ja, Freunde, das war's mit diesem Video. Ich bedanke mich fürs Zusehen und würde mich natürlich über ein Abo freuen oder über ein Like oder natürlich auch über eure Kommentare zu den einzelnen Videos. Ich verabschiede mich. Bis zum nächsten Video in 14 Tagen. Haltet die Ohren steif. Bis dann. Ciao, ciao.